Digitalpianos für Einsteiger mit dem Yamaha YDP 165 haben wir hier das größere Modell der Arius-Serie, das für ca. 1.300 € angeboten wird. Es ist auch als Slimline-Version erhältlich. Das heißt dann YDPS 55. Kann sich keiner merken, aber deswegen sagen wir es ja auch. Der wichtigste Unterschied zum kleineren Modell YDP 145 ist, man kann es, glaube ich, direkt sehen, die Tastatur. Und ja, man kann es nicht nur sehen, man kann es auch fühlen, oder? Man kann es auch fühlen, ja. Wir haben hier eine andere Beschichtung, ja, die Ivory Touch und auf den schwarzen auch die Ivory Touch. Das sind synthetische Decklagen, synthetische Ebony and Ivory Decklagen. Fühlt sich aber auch wirklich toll an, das muss man sagen. Also auf jeden Fall, ja. Ist gleich irgendwie ein hochwertiges Spielgefühl, glaube ich. Definitiv, ja. Ja, das YDP 145, das ist ja, sieht ja fast ähnlich aus. Ja, der Unterschied erklärt sich da wirklich durch die Tastatur. Und ja, lass mal hören. Gerne. Das ist jetzt die Stelle, wo ich immer sage, Yassin, es perlt. Ja, ja. Also man merkt natürlich schon deutlich nochmal, dass diese Beschichtung nochmal ein bisschen mehr Grip schafft und ein bisschen mehr Kontrolle übers Spielen und natürlich auch insgesamt sich auch, glaube ich, ein bisschen noch auch was verändert hat so bei der Technik. Kann das sein? Ich weiß jetzt gar nicht, ob diese Tastatur sich nochmal geändert hat. Das ist natürlich schwer zu sagen. Das ist auch wie beim Vorgänger die Graded Hammer 3. Aha. Graded Hammer Standard ist es beim YDP 145, bei dem kleineren Modell. Und hier Graded Hammer 3. Was auch immer das heißt. Das ist aber auch nochmal eine andere Technik. Das ist vielleicht wichtig zu wissen. Hier haben wir ein 3-Sensorsystem und das heißt, die Übertragung der Anschlagdynamik ist dann nochmal exakter. So. Das merkt man. Ja, also ich kann auch hören, dass du wirklich anders spielst hier drauf. Das klingt ausgewogener und ja, auch in der Dynamik ist da viel mehr Raum. Das kann man schon auch hören. Ja. Ja, also. Ja, also man kann einfach noch ein bisschen genauer arbeiten und ein bisschen, noch ein bisschen mehr rauskitzeln als jetzt, sage ich mal, mit dem Modell 1 tiefer. Ne? Und man merkt schon ein bisschen deutlichen Spielunterschied. Finde ich interessant, was der Punkt Tastatur wirklich ausmacht. Ja. Also unter dem Aspekt, weil, das ist ja auch schon ein Kostenpunkt. Das bedeutet natürlich auch mehr Spielspaß. Ne? Ja, definitiv. Und der Klang gibt es auch wohl her. Also das Verrückte daran ist ja eigentlich, die Pianos haben einen sehr ähnlichen Sound, aber durch die Tastatur wirkt es anscheinend sehr anders, wenn du es spielst. Ja, also ich hätte es jetzt auch gar nicht gedacht, dass der Unterschied doch auch so deutlich ausfällt. Aber ich glaube, jetzt im Klassiktest können wir noch mal genauer reinhören und auch noch mal... Ganz vergessen, der Klassiktest, alles klar. Genau. Ich muss es immer wieder sagen, ich bin nicht der Klassikexperte. Ich benutze Klassik, um auch die Pianos zu testen, weil manche Klassikstücke, die eignen sich sehr gut tatsächlich, um bestimmte Artikulationen rauszufinden. Ich benutze wie immer diese Diabelli-Version, eine von Beethoven und eine von Schubert. Die von Beethoven zuerst. Geht gut, finde ich. Also ja. das ist sehr akzentuiert und auch klar. Und auch die Dynamik. Das lässt sich schön rausspielen. Ja. Gut, jetzt die etwas getragene von Schubert.
Auch das gelingt wirklich gut auf der Tastatur. Klingt wirklich, wirklich schön, diese verschiedenen Abstufungen, auch mit der Melodie, dass man die herausarbeitet. Das ist, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also danach gucke ich auch, also dass man wirklich Melodien rausarbeiten kann. Also bestimmte Melodieführungen. Also auch hier das ist ein gutes Beispiel. Also da kann man das sehr gut hören, dass diese Stimmen sehr gut rauszuhören sind. Ja, und das ist wichtig, dass eine Tastatur das einfach rüberbringt. Und das erwartet man ja bei einem akustischen Klavier, dass das funktioniert. Und hier sollte es genauso sein. Genau, ja. Super. Das fühlt sich toll an und spielt sich toll. Lass uns noch ein paar Sounds hören. So, eine Sache, die ich sehr interessant finde bei den Arius-Modellen, wie auch bei Clavinova, diese App Smart Pianist, die bietet Yamaha für eigentlich alle Digitalpianos an. Und das ist einmal interessant, um das Piano zu bedienen, weil hier ist ja sehr wenig an Bedienelementen. Da muss man halt mit Tastenkombinationen und das ist ein bisschen umständlich. Das hier finde ich richtig cool gemacht. Diese App, die schließt man über das Camera Connection Kit und über USB an. Und ja, jetzt haben wir den CFX Grand gehört die ganze Zeit. Schöner Sound. Also es ist schöner, voller Sound. Und da gibt es dann auch noch einen Pop Grand. Ist noch etwas mittiger und brillanter, ne? Aber immer noch so im Rahmen so, ne? Also es ist immer noch, kann Absolut. man auch immer noch auch für so feinperligere Sachen auch immer noch verwenden, ja, aber auch trotzdem vielleicht auch für so Ja, aber allemal. also das geht für beides, das finde ich halt immer Ja, ganz nett, ja. dass es dann nicht ganz so 80er-mäßig ist, ja. Ja, sehr gut. Da kann man auch die Hallräume wechseln und das ist alles ganz hübsch gemacht hier in der App. Ein bisschen Club-Atmosphäre, wunderbar. Die App kann noch viel mehr. Die kann Leadsheets zeigen, Notation. Man kann Playbacks damit einbinden. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sache, gerade wenn man zusätzliches Audiomaterial hat, zu dem man spielen möchte, mit Playalongs oder so, ist eine wichtige Sache bei den Yamaha-Pianos. Da gibt es diese USB-Audio-MIDI-Funktion. Es reicht also ganz einfach ein USB-Kabel, man schließt den Tablet an und kann auch Piano-Apps spielen oder mit einem Sequencer arbeiten. Und der Sound von dem Piano und von der App ist sofort integriert. Das ist wirklich ein System. Und das ist einfacher kann man das eigentlich nicht haben. Und Ja. das kauft man eigentlich so mit. Das ist wirklich ein tolles Feature. Ja. Bei anderen Pianos muss man immer mit USB oder Bluetooth und zusätzlichen Kabeln immer hantieren oder vielleicht sogar noch mit einem Mischpult. Und hier ist das so einfach, wie man es nur haben kann. Das ist super gemacht. Das gibt es eher selten. Also ich kenne das eigentlich wirklich nur von Yamaha. Tolles Feature. Und wie gesagt, die App ist komplett kostenlos. Und, Genau. Und das finde ich ist auch ein super Argument, wenn wir jetzt sagen, okay, eigentlich in der Preisklasse 1.300 € müssten wir Bluetooth haben. Das hier ist ein echt cooles Feature. Ja, okay, dann fassen wir doch einfach zusammen. Ein sehr solides Einsteiger-Piano, das auch für Fortgeschrittene, wenn ich dich so spielen höre, auch für Fortgeschrittene gut geeignet ist und auch genug Ausdrucksmöglichkeiten bietet. Es hat tolle Features, man darf nicht vergessen, USB, Audio, MIDI. Eine runde Sache in Tastatur und Klang. Und zugelassen für den Klavierunterricht, was sagt der Klavierlehrer? Auf jeden Fall auch. Super auch geeignet für den Klavierunterricht. Ein tolles Paket, tolle Tastatur, toller Sound, gute Spielbarkeit, Konnektivität über die zugehörige App. Was will man mehr? Preislich attraktiv. Absolute Kaufempfehlung von mir.